Das war da, wo wir Meister geworden sind. Cool. Ja, wir hatten gerade schon das Armband. Das finden wir richtig cool. Ja. Und das gab es für die Meisterschaft, oder? Vom DFB, also DFB-Seite war das, genau. Und einen kleinen Pokal haben wir noch gekriegt. Was gibt es heute? Nur Medaille, oder? Eine Medaille, ja. Und die Schale fürs Team. Genau. Ah ja, genau. Gab es für euch auch eine Schale? Nee. Gar nicht? Ein Pokal. Ja, den Pokal. Aber den hat man ja, im nächsten Jahr halt wieder, ich glaube, das ist halt auch noch so üblich, ja genau. Ah, okay. Ich finde es eigentlich cool, dass jeder so einen kleinen Pokal kriegt hat. Das wäre cool, wenn das jeder so eine Minischale. kleine Schale kriegen würde. Genau, das war er, genau. Ach krass. Das war er. Ich soll den nehmen. Ich finde den übertrieben Das war er, schön. genau. Ja, also ich finde, der hat eigentlich gut ausgeschaut. Ich finde den richtig cool. Echt schön. Stellen wir nach hier dazu, oder? Und wie habt ihr die Meisterschaft gefeiert? Da aus dem Pokal rausgetrunken, oder? Bestimmt. Also das ist mit Sicherheit, ja. Bestimmt. Also da ist schon gut gefeiert worden. Ja. Ja, ja. Und wie es nicht mehr weitergegangen ist, weil er alles zugemacht hat, dann sind wir zu einer Spielerin in die Wohnung. Es war eine kleine Wohnung, aber der Mama, glaube ich, war nicht da, gell? Ja, und da ist es weitergegangen. Bis in der Früh. Und jeder hat gesagt, ja, ich muss morgen in die Arbeit, ich muss morgen in die Arbeit. Ja, da telefonieren wir, wir sind krank und so ist das halt dann gegangen. Gell? Bis in der Früh, 6 oder 7. Wir haben ja voll viele unterschiedliche Nationen auch in der Mannschaft und trotzdem ist es aber richtig familiär. Also irgendwie versteht sich jeder mit jedem gut und macht auch abseits des Platzes viel miteinander. Wir haben viele Team-Events. Und ich glaube, dass das auch was ist, was man auf dem Platz merkt, dass wir uns untereinander so gut verstehen. Was man dann auch von vielen anderen gehört hat, die dazukommen sind, von anderen großen Clubs, die ja dann irgendwie die Meisterschaft spielen oder in der Champions League sind, dass es halt oft, wenn es in so ein professionelles Umfeld geht und um viel geht, dass es halt dann oft nicht mehr so eben familiär ist oder harmonisch, was ja irgendwie auch normal ist. Aber ich glaube, das kriegen wir eigentlich immer ganz gut hin, dass wir eine richtig gute Harmonie haben und wie du gesagt hast, uns am und neben dem Platz einfach gut verstehen. Ja, ich glaube, das ist überhaupt der Grund, dass man erfolgreich ist, weil das war damals bei uns, da hat alles gepasst. Wir haben einmal auf den Trainer warten müssen, weil der hat zugleich die B-Jugend gemacht von den Bayern. Dann haben wir warten müssen und das war für uns so schlimm. Hoffentlich schafft er es und so. Der ist aus Frankreich vom Turnier gekommen. Ja, und dann hat er es geschafft und in dem Spiel alles ist gelaufen. Und wir haben uns tagtäglich getroffen, obwohl wir bloß 3-mal, also in der deutschen Meisterschaftszeit haben wir 3-mal trainiert und ansonsten 2-mal. Aber wir haben uns auch die anderen Zeiten getroffen, weil wir waren einfach immer beieinander. Es war immer nebenbei nur Fußball, weil das haben wir unbedingt gebraucht. Wir haben ein Spiel gehabt und haben nachher noch hinten am Rasen wieder gespielt. Es war furchtbar. Also furchtbar, Anführungszeichen. Furchtbar schön. Nee, aber nur so Furchtbar ist schön, gegangen. genau. Nur so ist es gegangen. Ist das ein offizielles Dokument? Das habe ich mich vorher nämlich schon gefragt. Start im Damenfußball beim FC Bayern. Da war eine Nose in der Zeitung, dass der FC Bayern eine Damenmannschaft gründet und da sind alle eingeladen worden, wer kommen will. Da sind natürlich Mädels gekommen aus allen Schichten. Wie war das damals? Hat es damals 1970 eher war A-Liga gegeben? Oder? das. Nee, noch gar nichts. War das nicht so, dass Frauenfußball nicht bis 70 oder so auch verboten war? Ja, ja, da. Gell? Vom DFB Bis haben wir 70, nicht oder? spielen dürfen. Ja, ja. Krass. Also ich habe ja früher bei Wacker gespielt, das war mein Anfang. Und dann war Bayern halt die Mannschaft, die halt am besten war. Und dann ist man einfach zu Bayern gegangen. Ich war bei 60, habe bei 60 angefangen. Bin mit der Plastiktüte in der Trambahn ins Grünwalder gefahren. So ist das auch gegangen. Und dann halt auch, da ist Bayern dann nach Griechenland geflogen in der Schulzeit. Und dann haben ein paar von Bayern nicht fliegen können. Und dann haben sie halt geschaut von den anderen Vereinen, wenn man mitnehmen kann. Und da bin ich halt auch mitgefahren. Und dann bin ich halt im Frühjahr zu Bayern gegangen. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie es früher war, wenn man die Bedingungen heute sieht. Ich finde es einfach irgendwie aber krass zu hören, weil ihr uns quasi ja den Weg geebnet habt. Also wenn ihr das jetzt nicht so durchgezogen hättet und dafür gekämpft hättet, auch weiter spielen zu dürfen, dann wären wir da jetzt nicht, wo wir heute sind. Und ich glaube, wenn man dann so sieht, eine handgeschriebene Gründungsurkunde quasi, also es würde ja niemals funktionieren. Da bräuchte man irgendwie 70.000 Unterschriften von wem auch immer. Ja. Und damals war das handgeschrieben. Es war halt wichtig, dass das einer in die Hand nimmt. Und gerade
der Herr Press, der war ja früher schon bei Bayern und der hat das initiiert mit den Frauen. Und dem ist eigentlich zum Verdanken und den FC Bayern, dass er halt das gemacht hat, dass er eine Frauenmannschaft aufgemacht hat. Der hat gekämpft dafür praktisch. Der hat richtig gekämpft. Und durch den Fritz Bank hat er dann einen tollen Trainer gefunden am Anfang und der hat dann aber zwischendurch mal aufgehört. Und dann haben wir halt verschiedene gehabt. Das war dann halt schwierig und dann hat der Fritz nochmal angefangen und da sind wir dann Deutscher Meister geworden. Ich bin ja stolz, dass ich Deutscher Meister geworden bin und so oft Bayerischer und Vizemeister oder so. Einfach stolz, ja. Auch, ich habe 2 Buben, die sind auch stolz auf mich, also das ist keine Frage. Und auch die Lydia sowieso und das ist heute nur ein bisschen wie eine Familie. So. Ich finde, es ist voll schwer irgendwie einzuordnen. Ich glaube, irgendwo gibt es einen Startpunkt und ich glaube, der muss auch sichtbar gemacht werden und ich glaube, dafür braucht es auch genauso wie jetzt den Moment, dass wir da zusammen sitzen und uns unterhalten und uns austauschen und bis jetzt hat sich einfach so viel getan und wir haben immer noch so viel Luft nach oben und ja, die Entwicklung hört nicht auf und die geht dann noch weiter und deswegen glaube ich, muss man einfach nur dankbar sein für den Moment und dass man da eigentlich so den ersten Startschuss gegeben hat für alles das, was jetzt dann auch halt einfach kommen ist. Und ich glaube auch, es ist vielen gar nicht bewusst, dass es so Schwierigkeiten damals gab und wie dafür gekämpft wurde und die Entwicklung von damals bis heute, es könnte genauso eine Entwicklung nochmal geben, Ja, in einem anderen genau. Bereich, aber es könnte noch eine größere Entwicklung geben und darauf aufmerksam zu machen, drüber zu reden und zu wissen, weiterzukämpfen lohnt sich, ich glaube, das ist schon wichtig. Und ich denke, damals hat man für Dinge gekämpft, die können wir uns halt gar nicht vorstellen. Ich glaube, da war der Kampf noch mal um einiges schwerer. Du hast vorher gesagt, ich habe es halt gekickt, weil es Spaß gemacht hat. Ich kicke auch nur, weil es Spaß macht. Oder ich habe auch angefangen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich habe mit den Jungs angefangen und ich habe es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, boah, ich will so und so viel verdienen oder das und das werden, sondern mir hat es einfach Spaß gemacht und dann hat es seinen Lauf genommen. Und ich glaube, das ist halt immer das Wichtigste am Sport und das bringt dann ein bisschen auch die Nahbarkeit, glaube ich. Mich freut es, wenn so wie du bist so jung und wenn so ein junges Mädel so gut Fußball spielen kann. Auf jeden Fall. Also das war die Entwicklung, dass das jetzt so hochgegangen ist, das Ganze, ist noch nicht so lange. Vorher ist es immer so dahingeplätschert, mehr oder weniger. Aber der Schub jetzt mit den Zuschauerzahlen und mit allem, das ist schon krass, also ehrlich. Wie war das damals bei euch? Wie viele Zuschauer waren da? Zu Heimspielen vielleicht einmal 100 oder so. Wir haben am Seeberner, da hat es ja vorne, war der Fünfer, den gibt es ja nicht mehr. Das war der Fünfer, das war der heilige Rasen. Da hat die Erste trainiert und da haben wir dann bei der Deutschen halt auch mal spielen dürfen. Und mei, da waren dann vielleicht schon mal 100 oder 250 oder so. Oder im Grünwald, da haben wir mal gespielt. Da waren dann schon ein bisschen mehr, wenn es um die Deutsche gegangen ist. Gerade jetzt 76, da waren dann schon sehr viele. Also da haben wir, ich weiß noch, ein Spiel 8000 in Bergisch Gladbach. Also das war ein besonderes Highlight. Für uns ist es ja auch nicht Normalität, dass so viele da sind. Also wir freuen uns, wenn der Campus ausverkauft ist, wir irgendwo anders spielen in einem größeren Stadion. Aber die Allianz Arena mit 60.000 knapp, Na toll. das ist weit weg von Normalität. Und das ist schon sehr besonders. Wir haben im Olympiastadion damals ein Vorspiel gehabt um die bayerische Meisterschaft. Und da ist ja dann in der Halbzeit war ja das Stadion dann auch schon ziemlich voll. Das waren dann auch 70.000 oder was. Das war schon noch mal motivierender, finde ich. Da hat es dann auch noch in Strömen geregnet. Also einfach toll. Ein Erlebnis vergesse ich nie, und zwar haben wir wirklich ein gutes Spiel gemacht, das Endspiel. Und dann hat es einen Elfer gegeben für uns. Die Dagmar hat den geschossen und dann hat die Zuschauer nur gepfiffen. Und das war so hart, aber dann hat es leider auch verschossen. Weil das muss man auch erst einmal bewältigen, ja. Das ist die andere Seite. Wenn das die ganze andere Seite, Stadion genau. für dich ist, das ist Ja. eine super Motivation, wenn das ganze Stadion gegen dich ist. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich finde das manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn so viele gegen dich sind. Damals hat man keinen Vergleich so gehabt mit Frauen. Die hat man nicht, das war kein Idol, das waren eher Gegner, wenn man gute Frauen gehabt hat. Und da hat man halt die Männer als Vorbild gehabt. Genau. Meine allerersten Vorbilder waren alle Männer, so von 12, 13 Jahren. Mhm. Da hat es dann vielleicht auch mal angefangen, dass ich auf Frauen hochgeschaut habe. Aber als ich ganz klein war, waren es bei mir auch Männer. Ich glaube, dass die mediale Präsenz einfach so zugenommen hat und dass es eigentlich auch jetzt voll schön ist, dass irgendwie Kinder dann sehen, boah, ja, ich kann auch Fußballspielerin werden. Das habe ich damals auch schon irgendwie geglaubt, obwohl ich gar nicht gewusst habe, dass es möglich ist. Ich habe damals auch nur Männer irgendwie als Vorbild gehabt. Das war einfach das, was am präsentesten war in den Zeitungen, im Fernsehen.
irgendwie logisch, dass das dann einfach so ist. Also bei mir war es damals Ronaldinho, das Vorbild. Bei uns hat es noch einen Franz und einen Gerd gegeben. Genau. So Ja, ja, Uli und Breitner waren noch so. Ja, ja. Wenn du dann am Sebener bist, ja manchmal aneinander gekommen mit einer, weil die waren ja nicht woanders, wie es heute ist. Oder wenn der Müller Gerd mit uns gesprochen hat, das war schon toll. Also Gerd Müller, das war so, der ist zum Beispiel mit uns squashen gegangen. Und auf einmal haben wir festgestellt, da ist der Gerd Müller auch. Und das war natürlich schon ein Erlebnis. Faschingsball im Deutschen Theater waren wir also maskiert halt. Und der Franz war da halt auch der Beckenbauer. Und dann hat er halt mit uns getanzt. Und das war damals einfach toll. Der Abstand war da nicht so groß. Die haben sich da auch nicht zurückgezogen oder was. Die haben einfach geredet mit einem. Und das ist schon was Tolles gewesen. Also ich würde gerne in der jetzigen Zeit spielen. Ganz, ja, wirklich. Das hätte mich schon irgendwie gereizt. Ich glaube, da ist wirklich ein Unterschied. Da ist so viel passiert in den 50 Jahren. Und ich glaube, heute ist es einfach. Die Athletik ist athletisch mehr. Der Fußball ist anders geworden. Obwohl wir 76 eigentlich auch noch gut waren. War es auch schon ein bisschen schneller alles, ja. Und da haben wir aber 3-4 Mal trainiert. Da haben wir wirklich, in dem Jahr haben wir sehr viel getan. Aber ja, ich würde gern heute spielen. Das hat mir gefallen. Ich ja. Ich glaube, es wäre aber irgendwie interessant. Ich finde es ja emotional voll interessant, weil das halt eine Zeit war, so wie du am Anfang gesagt hast, wo Fußball halt verboten war. Und ich glaube, von der Emotionalität her muss das ja so, also erstens mal ein schönes Gefühl gewesen sein, dass ja eben dann 1970 der FC Bayern ja eine Frauenmannschaft gründet und dann einfach 6 Jahre später die Meisterschaft kommt. Ja, und was so dazwischen war. Das war auch toll. Wir haben nichts bekommen, aber wir haben auch nichts gebraucht, wenn wir unterwegs waren. Also das war schon toll und wir sind auch geflogen zur Deutschen Meisterschaft. Aber es hat halt auch schon Zeit gegeben, wo wir nach Sizilien sind wir geflogen und da hat es dann geheißen, ihr hättet gar nicht fliegen dürfen, weil der italienische Fußballverband keine Frauenmannschaft auch nicht haben darf oder da darf man nicht hin vom DFB aus und so. Also wir haben das hat eigentlich kein anderer Verein, glaube ich, gekriegt, Fußballschuhe gekriegt und einen Trainingsanzug, den haben wir aber immer wieder abgeben müssen, dass er gut erhalten ist, dass er länger hält. Aber das war ein Highlight halt. Wenn wir den angehabt haben, sind wir schon stolz. Wir waren schon damals wie Profis, wir haben uns damals wie Profis gefühlt. Also seid ihr damals von Bayern ausgestattet worden von für Fußballschuhen? Weihnachten hat es dann Fußballschuhe gegeben und zur Deutschen hat man halt dann die Trainingsanzüge gehabt. Das Professionelle war damals schon beim FC Bayern einfach mehr wie bei anderen Vereinen. Ich sage mal, es waren 3-4 Mannschaften, die haben wahrscheinlich sowas bekommen, so Kleidung und. Aber sonst war es nicht einfach für die anderen Mannschaften. Hat jeder selbst alles zahlen müssen und selbst alles machen. Und was hat es zur Meisterschaft gegeben? Von Bayern? Was gegeben, ja? Was hat es denn da gegeben? Da hat es eine Medaille gegeben und dann haben wir ein schönes Essen gehabt. Ah ja, genau. Im Rathaus haben wir einen Empfang gehabt. Zu der damaligen Zeit toll. Ja. Es war eigentlich die ganze Zeit waren nur Highlights für uns. Also wir haben uns geplagt am Trainingsplatz. Was er verlangt hat, haben wir gemacht. Hauptsache, wir sind dabei. Man hat dann 8-Stunden-Tag gehabt und dann ab in die Bahn, wenn man noch jünger ohne Auto war. Ja, dann hat man zum Training fahren müssen. Oder dürfen. Es war wirklich dann ein Dürfen. Das hat man gern gemacht. Wir haben nichts anderes gemacht. Vielleicht sind wir mal im Winter, also Eishockey haben wir dann gespielt am Nymphenburger Kanal, waren wir auch wieder beieinander. Also so sportliche Tätigkeiten nebenher, aber nicht viel außer Fußball. Also nur für Zeit. Ja, das war so. Wenn man mal Zeit hat, dann trifft man sich untereinander auf einen Kaffee oder. Ja, Ähnlich eigentlich. genau. Nur viel anderer Sport hat irgendwie keinen Platz, weil wenn man mal einen Tag frei hat, dann sagt man so, okay, der Tag ist jetzt frei. Genau. Da geht man auf einen Sommer. Kaffee. Ja. Sommerpause, Winterpause, wie war das damals? Hat es nicht gegeben? Oder? Nee, Winterpause haben wir nicht gehabt, da haben wir in der Halle trainiert, aber auch bloß einmal, glaube ich. Und Sommerpause, ja, haben wir uns halt manchmal getroffen wieder. Des Öfteren natürlich. Aber habt ihr dann trotzdem gearbeitet oder habt ihr dann von der Arbeit auch Urlaub genommen? Nee, einfach wir frei haben zu einfach gearbeitet, weil der Urlaub, den haben wir braucht fürs Fußball. Okay. Weil wenn die Deutsche war oder so, da bist du ja doch auch ins Trainingslager oder so, haben wir da dann auch gehabt. Und da hast du ja den Urlaub braucht. Oder wenn du irgendwo warst am Montag, dann hast du halt am Montag freigenommen. Wie viele Spiele hattet ihr so pro Saison? Ja, wenn die bayerische war ja immer noch. Damals hat es ja die bayerische Meisterschaft noch gegeben und die deutsche Meisterschaft. Und das ist so ineinander gegangen.
So um die 30, glaube ich, oder? Ja, gut 30, oder? Und die bayerische war ja auch noch, die war über dazwischen drinnen. Die hast du ja auch spielen müssen. Also zuerst haben wir die Gruppe gehabt Ja. und dann die bayerische Meisterschaft und dann die deutsche. Genau. Und zwischendrin genau war noch Pokal. Ja, Haben wir auch Pokal noch. hat es auch noch gegeben, genau. Also wenig Spiele waren es jetzt auch nicht. Na, mit euch Jungen, das ist toll. Ich beneide euch schon, muss ich schon sagen. Cool. Gut, Ja, danke. also Dankeschön. macht's es gut, ebenso danke. War sehr interessant auf jeden Fall.